Auf vielen tollen Pfaden geht es zu super Aussicht und den mystischen Teufelskammern, Halbtageswanderung über die Teufelsmühle bei Bad Herrenalb im Nordschwarzwald. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. Start- und Zielpunkt der Tour ist das Skiheim-Talwiese im oberen Gaistal bei Bad Herrenalb, gleichzeitig Einkehrmöglichkeit, aber auch Bushaltestelle, sodass diese Tour auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln angegangen werden kann. Die ersten gut 20 Minuten spielen sich noch auf einer kleinen Asphaltstraße ab. Wir wandern hinunter zur Blotzegmühle, wo wir eine interessante Furt passieren, bevor es dann auf schönen Pfaden in den Wald hineingeht. Eine Anmerkung noch zur möglichen ÖPNV-Anreise. Die Buslinie, die zu unserem Startpunkt der Wanderung führt, beginnt am Bahnhof in Bad Herrenalb. Dieser wird wiederum durch die Stadtbahnlinie bedient, die von Karlsruhe bei Ettling durchs Albtal nach Bad Herrenalb fährt. Nach der Querung der Straße, die zur Teufelsmühle hinaufführt, gelangen wir zu einem schönen Pfadabschnitt, der mit einem Geländer gesichert ist und zum ersten Highlight der heutigen Tour führt, den Teufelskammern. Die Teufelskammern befinden sich in einem Kessel bzw. Steilhang, der auch Großes Loch oder Teufelsloch genannt wird. Die erosionsartigen Höhlenformen boten im 19. Jahrhundert noch Obdach für Schmuggler. Unweit von hier befand sich damals noch die Grenze zwischen dem Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Baden. Um zu den unteren Teufelskammern zu gelangen, muss man eine kleine Felsnase umrunden. Hierbei handelt es sich um eine ausgesetzte Stelle, bei der wir Trittsicherheit an den Tag legen müssen. Wenn wir dem Wanderweg weiter folgen, gelangen wir kurz darauf direkt zu den oberen Teufelskammern. Der Zugang zu diesen Kammern ist mit einem Geländer gesichert und entsprechend unkritisch und einfach zu begehen. Nach den Teufelskammern geht es auf steilem Pfade weiter aufwärts in Richtung Teufelsmühle. Ich laufe die heutige Halbtagestour gerne in dieser Richtung, da die steilsten Stücke dann bergan gegangen werden. Auf der zweiten Hälfte der Tour geht es dann gelenkschonend auf flacheren Wegen bergab. Nach gut 1,5 Stunden Gesamtgehzeit erreichen wir auf 908 Meter die Teufelsmühle, zunächst am Aussichtspunkt mit dem Teufelsmühlenturm, der 1910 errichtet wurde. Von der Teufelsmühle bietet sich eine tolle Aussicht in Richtung der schönen Wanderziele Baden-Badens, Fremersberg, Merkur und Battert, aber auch über die Rheinebene hinüber bis zu den Vogesen. Im Endeffekt toller Ort für einen Gipfelschluck, wenn auch nicht ganz der höchste Punkt heute, im Flachmann noch, Glenlivet 12 Jahre, zum Wohl. Am weiteren Aussichtspunkt des Startpunkts der Gleitschirmflieger bietet sich der Blick übers Murgtal hinweg in Richtung Hornisgrinde, die heute aber leider in den Wolken versteckt ist. Außerdem gibt es natürlich hier die Einkehroption des Höhengasthauses Teufelsmühle. Weiter geht es auf den atmosphärisch schönsten Wegabschnitt des heutigen Tages. Ohne große Höhenunterschiede wandern wir über den Höhenkamm des Langmarzkopfes. Eine weitere schöne Tourenoption rund um die Teufelsmühle ist die Etappe 1 des Albtal Abenteuertrek, selbsternannter Crosswanderweg mit vielen Trailpassagen. Dabei handelt es sich um eine volle Tagestour mit 24 Kilometern und an die 1000 Höhenmetern. Schaut auch gerne mal mein Video dazu rein. Nach dem Langmarzkopf und einer Forstwegpassage, die gleichzeitig gute Aussicht bietet, erreichen wir nun die Hahnenfalshütte. Neben der Hütte, die in der Regel sonntags geöffnet ist, gibt es einen wunderbaren Pausenplatz, der tolle Aussicht bietet. Dies zeigt sich aber eher in einem Archivbild als an den heutigen Trübenaufnahmen. Von der Hahnenfalshütte geht es nun auf dem bereits angesprochenen mäßigeren Gefälle in einer guten Dreiviertelstunde zurück zum Startpunkt. Kleines Fazit daher, diese Tour gehört definitiv zu einer meiner Lieblingstouren. Unweit von zu Hause bietet sie eine tolle Mischung aus Trails, Aussichtspunkten und den Teufelskammern. Sehr gut begehbar im Sommer wie im Winter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne mal in meine Videos zu weiteren Touren im Nordschwarzwald rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.